Ja, das war eine Eigenschaft von dem Kleinen hier, dass er gerne zu der Zeit noch sich gegen den Longenführer manchmal gedreht hat. Und jetzt bin ich, glaube ich, so. Wir haben dann auch die Longenführung in den nächsten Wochen umgestellt. Wie gesagt, gegen die Doppellonge hinten rum. Und dann hat sich das mit dem Rumdrehen auch erledigt gehabt. Das siehst du dann in dem letzten Video von heute Morgen. Also der ist jetzt seit dem 18. März 3-mal die Woche gearbeitet. Okay, jetzt läuft die Oma wieder zu weg. Reiten kann ich, laufen kann ich nicht so gut. Ja. Deswegen habe ich ja einen Miguel und einen Alex. Die können das da machen. Okay, also das muss einfach akzeptieren, dass es so rausbleibt. Was sagst du? Das muss? Das muss einfach akzeptieren, dass es da draußen bleibt. Ja. Das ist ja Spielerei. Okay, schauen wir das andere an. Neue. Ja, das Neue. Jetzt ist schon da nämlich. Sonne scheint auch wieder. Was sagst du? Die Sonne scheint auch wieder. Ja, die Sonne scheint auch wieder. Das ist jetzt tagsüber. Wann ist das? Das ist, glaube ich, so. Ja, schon mittags, wenn es warm wird. Ja, Longenführung, siehst du, ist jetzt geändert worden. Wir haben das jetzt hier so rumgemacht, damit dieses Rumdrehen mal wegbleibt. Ja. Und ich habe jetzt wirklich einen Balanceriemen und einen Zügel, das erste Mal einen Zügel in der Hand mit dem. Wobei ich mit dem Balanceriemen und dem Zügel wirklich nur die Hand vorne hinsetze und nicht wirklich aufs Maul einwirke. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern nur Rahmen gebe mit meiner Sitzkombination. Das da, die Führung ist unten bei Miguel, nicht bei mir. Ja. Was hast du für ein Gefühl, wenn es so weit ist? Also hier im Rechtsgalopp, Ja. er trägt unheimlich gut. Ich habe das Gefühl, der Schub kommt schön von hinten unten. Und nachdem ich ihm jetzt angefangen habe zu trauen, kann ich mich auch ganz ruhig oben und gemütlich hinsetzen und brauche dann nur noch mitschwingen. Ne? Ja. Und das Gefühl ist sehr ruhig, sehr getragen. Also ich hatte so einen noch nicht. Sowas habe ich eigentlich erst, nachdem ich ihm getraut habe, war ich wirklich überrascht, dass das mit dem jungen Pferd so geht. Ja. Weil normalerweise bist du ja ein bisschen Rumgezicke gewohnt und unregelmäßige Gänge, aber ich würde sagen, unter Richtersprache, die Gänge sind geregelt, der Takt ist normal, der Schwung kommt ordentlich von hinten, er hebt den Rücken. Und was er auch tut, wie gesagt, ich habe ja nur anstehen den Zügel, er stößt sich vom Zügel vorne ab und geht nicht dagegen oder Kopf hoch und runter wie meine Bacardi zum Beispiel, sondern bleibt einfach in der Balance. Das ist schon bemerkenswert. Siehst du, ich kann auch relativ ruhig sitzen. Du siehst also meine Linie von meiner Reithose, also Gürtellinie plus Pferd. Mit Ausnahme, jetzt hat der Miguel gesagt, wir drehen um. Da war ich natürlich nicht drauf, gerade nicht drauf programmiert. Aber es ist immer parallel zu seinem Rücken. Ja, du siehst kein Hin- und Hergeholper, wie ich das sonst so gewohnt bin.
Ich kann, also die Ellenbogen müssen wirklich dranbleiben. Der Oberkörper muss wirklich geschlossen bleiben. Man darf da bei ihm, wenn du so schön geschlossen sitzt wie hier, geht das ganz leicht. Ja? Auch siehst du, wenn der von diesem schönen großen Trab in den Galopp umsetzt, sind wir hier auf der linken Hand, da ist er ein bisschen schwieriger. Ne? Da muss ich immer mal so, probiere ich immer mal, ob ich den so, da setzt er mich gerne mal rechts rüber. Und das versuche ich halt jetzt mal ein bisschen auszugleichen, über dem Sitz mal das Becken zurück oder so. Linksrum ist es nicht ganz so regelmäßig und schön wie rechts. Ne? Siehst du ja da oben. Ich habe da schon ein bisschen Arbeit. Ich habe dann jetzt hier ausprobiert, dass ich einfach mal an meinem Balanceriemen meinen Zügel ein bisschen mehr nach breiter führe. Vorher habe ich sie ja ganz zusammen gehabt, die Hände, wie bei einem Schulpferd schon. Jetzt habe ich halt die Zügelführung etwas breiter gemacht und versuche also hier wirklich, wie der Wolfgang immer sagt, an der inneren Hüfte vorwärts zu reiten. Ja, und er wirft mich da hier manchmal so ein bisschen rüber im Galopp. Ne? Aber schau mal, wenn du da jetzt schaust, der setzt dich deshalb raus, weil der da noch wahnsinnig wohl ist. Das kann der noch gar nicht. Nee, kann er noch nicht. Nee. Nein, das braucht er auch gar nicht. Das heißt, wenn du da so reitest, ist es da. Der ist immer darüber bogen, die ganze Zeit. Der ist da mit dem Rittenbogen, ist er auf der Seite, ist er links, der Rittenbogen weicht nach innen aus. Da bist du in der Mulde und da drückt er den Rittenbogen weg. Und dadurch, dass der Rittenbogen hier ist, ja, das heißt, er ist so aufgefächert und drüben ist er eher so konvex-konkav. Ja. Das heißt im Endeffekt, wenn du hier mit der Wade zum Treiben kommst, irgendwann einmal, dann nähert er hier die Rippen an, fächert außen auf und dann ist er links auch leichter. Bis dahin bist du einfach nur da oben wie eine Gummipuppe, mehr brauchst du nicht machen. Mitgehen, fertig. Das ist ja die sogenannte Gewöhnungsphase, Ja. was da jetzt ist. In der Gewöhnungsphase gewöhnt sich das Pferd an den gemeinsamen Schwerpunkt. Ja? Und das ist das sogenannte erworbene Gleichgewicht. Das wiederum bedeutet ja, der gemeinsame Schwerpunkt verlagert sich das Gewicht vom Reiter ein bisschen vor und das erworbene Gleichgewicht ist, dass es links, rechts, vor, zurück, dass er da wieder seinen Takt findet und gleichmäßig gehen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da oben gar nichts tust, außer einfach mal nur in der Bewegung mitzugehen. Ja? Und du siehst die ganze Zeit, der versucht sie rechts ein bisschen biegen, aber das ist ganz normal. Der soll dann nichts anderes machen, als gleichmäßig im Takt losgelassen zu gehen. Der braucht das nicht. Ja, ich habe auch nicht viel versucht zu korrigieren. Das Einzige, was ich versuche zu machen, ist... Aber du siehst ganz extrem, da in der Phase, wie sie der rechts rüberdreht. Siehst auch den Kopf, ne? Der ist leicht verkantet zu der Seite ein bisschen mehr. Ja, das zählt nicht. Das ist vollkommen egal. Der Kopf und der Hals zählt da nicht. Aber selbst wenn dieses Bein vortritt, ist er nicht wirklich gebogen. Und jetzt schau, Ja. der ist komplett zum Bogen. Eine Rechtsbanane. Ja. Deswegen sitzt du auch nicht aus. Nee. Erst wenn der unter dir bis in die Balance, trotzdem galoppiert er links. Weißt? Der ist brav. Du sollst auch da im Linksgalopp ist der Rechtsbogen. Du siehst auch da, wenn du dir die Gruppe anschaust. Selbst da, wenn er drunter springt, da ist er jetzt ein bisschen so, im nächsten Moment schmeißt er die Gruppe da rüber. Genau. Weil der so gut. Genau. Und das Der ist, wenn braucht da einfach nur Zeit. das ist dann immer der Moment, wo ich mich dann halt immer wieder, ja, ausbalanciere. Nur drauf bleiben. Nur drauf bleiben. Du schaust nur, dass gerade bist, dass der Typ
Das ist die Gewöhnungsphase. Die brauchst du jetzt einfach, bis der dann dir Uhrwerk galoppiert. Aus. Also auch gar nicht bemühen mit ihnen sitzen. Nur über dem Pferd. Einfach nur gerade sitzen ist da wichtig. Nur gerade. Nur gerade, ja. Ganz ruhig und gerade. Das ist natürlich mit ein bisschen breiterer Zügelführung einfacher. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, noch legitim bei ihm jetzt. Bei dem ist alles legitim. Bei dem geht es nur darum, dass der auf seine 4 Beine findet. Alles, was du da machst, zusätzlich, bringst ihn ja durcheinander. Also der muss jetzt einfach mal nur auf seine Beine finden. Der ist ja super brav. Ja. Ja, ich bemühe mich halt hauptsächlich in der Mitte sitzen zu bleiben. Das ist nicht immer ganz einfach. Weil da muss ich halt immer mal ein bisschen ausgleichen, dass ich auch wirklich in der Mitte sitzen bleibe und nicht auf einmal neben dem Pferd stehe. Das passiert schon mal. Das ist mir noch nicht passiert, aber ich meine, das ist eigentlich meine Hauptarbeit auf dem Moment. Auf der linken Seite in der Mitte sitzen zu bleiben, das ist noch ein bisschen schwierig. Ja. So, dann haben wir hier das hier. Was ist das jetzt da? Ja, das ist, oh, du konntest den aufmachen, das ist interessant. Das ist die Bacardi vom 17. Mai. Und ich weiß nicht, wie lang das Video ist. Ja, das ist tatsächlich eins von den Videos aus meinem System. Ah, du konntest das öffnen, das finde ich ja toll. Also das ist von dem System, wo man auch Sachen reinschreiben kann und Markierungen reinmachen kann. Aber ist das in Zeit, ist das so, oder? Ja, das ist jetzt gerade Zeit, weil da steht da 1,1 oder steht da 1,5 da in der Ecke, was steht da? 1,1. Ja, ne, das ist jetzt 1,1, ja, dann ist das wohl so. Wahrscheinlich verlangsamt. Da geht das aber nicht. Nee, dann geht das nicht. Ist stehen geblieben. Okay, das ist bei mir komplett stoppen. Ja. Ja, ich hab's halt mal probiert, ob das System geht. Welches ist das andere? Das YouTube? Das andere ist alles YouTube. Das hier war eigentlich dieses Dartfish, was ich benutze für meine Analysen da. Und ich habe festgestellt, dass man das auch miteinander kommunizieren kann, so wie YouTube. Aber das müssen wir halt, das hat aber nicht so, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ja. So, Okay, jetzt haben wir der Bacardi, was ist das noch? Also, ich habe Wolfgang Hausaufgaben damit gemacht. Gerade gerichten im Galopp, rund angaloppieren. Das Problem mit ihr, sie bleibt halt, sie kommt immer wieder vorne hoch und ist immer vorne mit den Schultern da. Wie soll ich mal sagen? Sie trägt nicht von hinten, sie dotzt vorne hoch. Und sie wird mal im Angaloppieren, im Moment nicht immer, aber ich denke, ein Grund, warum Wechsel in ihr bei 2 Phasen kommen, ist hauptsächlich, weil sie eben nicht so von hinten nach vorne durchspringt, sondern vorne eher hebt und dabei den Rücken senkt. Und ich habe also darauf geachtet, dass ich extrem gerade sitze und wirklich nur ruhig den Wechsel hier abwarte. Also wie gesagt, dein ganzes Programm da, was du da hast, da habe ich versucht, da als Hausaufgabe umzusetzen mit der Bacardi. Das Thema ist, jetzt habe ich nämlich gerade Unterricht gehabt, 2 Stunden, und da haben wir auch Wechsel geübt und Wechsel trainiert. Das Um und Auf ist, dass wir als Reiter, wenn wir tief im Sattel sitzen, beide Beine dran haben, auch wirklich auf die Wade diese Reaktion im Rippenbogen kriegen. Ja. Wenn du da jetzt zum Beispiel schaust, galoppierst du gerade links
rechts, links an, aber der Rippenbogen ist links. Siehst du das? Ja. Sie galoppiert immer noch brav an, aber deshalb schaut auch der Kopf nach rechts. Und da müsstest du daran arbeiten, nochmal mehr mit dem inneren Bein den Rippenbogen ausweiten lassen. Immer dieses gerade im Hals, Rippenbogen auf die innere Wabe ausweichen lassen. Nur dann kann das Hinterbein wirklich drunter springen. Naja, man sagt, Schenkelbein zum Gerade machen. Da wirst du ganz schlecht sehen, oder? Die Übertragung bei dir ganz schlecht, oder? Ne, bei mir ist ganz gut. Okay. Ich sehe das ganz gut. Ich habe ja das hier, die linke Kamera hat ja kein Zoom und nichts drin, die ist nur auf die Mittellinie, damit Ja. man immer eine Referenz hat, wie gerade das ist. Ich habe die Einstellungen geändert. Eine Kamera nur auf die Mittellinie, ohne Zoom, ohne alles. Und die andere Kamera draußen bei E, die mitschwingt. Ja. Gerade um dieses Problem gerade Richtung und so weiter mal genauer unter die Lupe zu nehmen, brauche ich das. Die linke Kamera ist halt ein bisschen langsamer wie die rechte. Linke ist ein bisschen vorne. Ja. Okay, der war übertragen, aber da wird die Vorbereitung im Prinzip runder muss halt sein. Ja, das Genick, alles ein bisschen kontrollierter. Ja, Ja, genau, das ist ja das Problem. ja. Ich hab versucht mit Vorwärtsreiten, ich habe versucht, dass er durchspringt. Ja. Aber schau mal, wenn du da jetzt von der ankommst, immer Zeit nehmen, beide Zügel wieder in die Hand, da hängt der linke noch durch und sie ist ganz extrem rechts gestellt. Gell? Siehst du das? Ja, Da hast du es komplett noch am rechten Zügel, dann ist der linke lose und du galoppierst da am inneren Zügel an. Das darfst du nicht. Wichtig ist da wirklich mit dem rechten Bein an den linken Zügel, weil du das für den Wechsel aufbaust. Wenn du dann nämlich am rechten Zügel einen Zug hast, aus dem Schritt oder Trab ist kein Problem. Aber wenn du am Wechsel reiten möchtest, blockiert der Zug am Zügel immer das innere Hinterbein. Und wenn du da am inneren Zügel den Zug hast, der äußere ist lose und so galoppierst an, aber jetzt nimmst du den Zügel gerade mal in die Hand, der schlottert, der innere ist dran und du galoppierst an. Dann macht sie es zwar brav, aber sie geht nicht am Außenzügel, die muss am Außenzügel gehen. Gerade vom Prinzip her ist ja. Das habe ich gehört ab. Ich muss dann noch viel mehr aufs Bein reagieren. Und das ist dann natürlich, wenn es zu schief ist, wieder dieses in zwei Phasen. Vorne, hinten. ja, es ist bei ihr so, das fühlt sich bei ihr dann so an, was du eben gesehen hast, dass ich so zwischendrin so in ein Loch wie in eine Hängematte falle. Ja. Die kommt von hinten nicht durch und tut sich sozusagen nach oben retten, wenn ich es mal so sagen darf, ja. Ja. Und dann komme ich natürlich da oben ganz schön ins Rudern, auch wenn ich ganz ruhig sitze, aber passt halt nicht, ne? Ja. Ja. Passt halt nicht.
Und dann wird sie halt auch noch mal manchmal heiß und läuft gerne aus dem Trab mal davon. Das ist halt der Vollblüter, ne? Und wenn sie das macht, ist es sehr schwierig, sie gescheit anzugaloppieren. Das geht ja gar nicht. Nee. Mir wäre die da viel zu frei, viel zu hoch. Ja, genau. Die muss auch da viel runter. Außen begrenzen, innen durchtreiben, innen reinführen. Die muss mehr über den Rücken. Wenn die da über den Rücken geht, mit dem kannst du dann erst Arbeit anfangen. Gell? Ja. Also, du würdest sagen, nach deiner Schule viel wollte angaloppieren wollte, richtig? Sonst noch was? Erzähl mal. Verkleinern, vergrößern, bis die aufs Bein reagiert. Das ist das und auf. Und das zieht sich bei allen Pferden durch. Ja? Das wurscht, was das für ein Pferd ist. Außer den Buggy, den lassen wir da noch in Ruhe im Moment. Ja, den muss man überlassen. Der braucht es nicht. Der soll einfach nur auf die Beine ziehen. Das ist jetzt der Finn, das sind meine letzten 4 Wochen auf dem Finn, leider. Ich habe ihn jetzt 3,5 Jahre ausgebildet. Ja, die Frau Doktor hat kein Geld mehr, mich zu bezahlen, weil sie jetzt ein Kindermädchen für ihre 2 Babys bezahlen muss. Okay. Die muss jetzt wieder arbeiten und geht aus dem Mutterschaftsurlaub zurück auf die Arbeit. Und jetzt braucht sie halt ein Vollzeit-Kindermädchen und die liegen hier bei $30 die Stunde. Okay. Und jetzt habe ich halt, das sind meine letzten Folgen auf dem Finn und sie sagt, irgendwann in der Zukunft, wenn sie sich wieder leisten kann, wird sie mich wieder beschäftigen mit dem. Mal schauen. Auf jeden Fall hier beim Finn arbeiten wir jetzt auch mit Wechseln. Hier haben wir Wechsel, hier war der Boden noch relativ gut und deswegen denke ich, gingen auch die Wechsel durch. Das war im April, da hatte es frisch geregnet und da war es auch nicht so tief, weil sie hat ja nun mal nicht so... Aber ganz durch ist auch nicht, das sieht man da ganz schwer, aber ganz durch ist der nicht, gell? Nee. Ja, schau mal. Also vorne schon im Rechtsgalopp, hinten im Linksgalopp. Da ist das rechte Vorderbein als letztes, also das Rechtsgalopp und hinten ist aber noch ein Linksgalopp. Schwer zum Sehen da. Ja, ne, weil es so schnell geht, schwer zu sehen. Das sieht sehr korrekt aus, aber wenn man genau hinguckt, das ist das, was du mir von dem langen Weg sagst. Ja, genau. Und da hast du im Endeffekt rechts vorne, das heißt vorne ist am Rechtsgalopp und hinten ist aber noch im Linksgalopp. Mhm. Schauen wir mal weiter. Aber dem ist das wirklich ganz, ganz verschwommen. Also das Der fühlt sich aber besser an wie bei der Bacardi. Ja. Der bleibt im Ganzen runter. Deshalb. Ja, Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Ich stehe da auch links rum, musst du mit dem Bein, ein bisschen Rechtsgalopp, links mit dem Bein den Rippenbogen nach rechts bringen. Und erst dann geht der Wechsel. Solange der den Rippenbogen links hat, springt der den Wechsel nicht hinten. Das müsst ihr wirklich so vorstellen. Es muss Platz sein fürs neue Hinterbein. Und Platz fürs neue Hinterbein geht nur, wenn er in der Rippe annähert. Das ist das Wichtige. Wenn du so hinreißt auf dich, gerade hin, und dann bist Rechtsgalopp und jetzt möchte ich wechseln, Grad, jetzt geht der Wechsel. Rechts biegen, biegen,
funktioniert das? Wenn wir nochmal finden, oder? Ja, dass ich nochmal finde, das ist 4 Wochen später bei nicht ganz so guten Boden. Ja. Und ja, ich habe das Richtige geschickt. Nicht das lange Video. Dezent staubig. Ja. Staubig, weich. Und das ist immer nur ein 30 Meter Platz, ne? Ja. Das ist halt immer der Scheiß, wenn es kein Platz hast, gell? Ja, deswegen gehe ich jetzt schon mal da hinten auf die Wiese raus. Weil da ein bisschen besser Tritt ist. Hoffe ich zumindest. Vom Prinzip her, es war zwar ein Trabtritt, aber von der Idee her war der richtig. Ja. Von der Idee her ist der richtig. Du hast ihn vorne noch in der alten Stellung und hast ihn mit dem Bein umgestellt und den Wechsel finden. Okay. Ja. Also im Körper gerade, also im Körper ganz gerade, dann kann er hinten mitspringen. Das, von der Idee her ist der richtig. Da ist das Bein dran, das linke, das rechte geht zurück. Du bist auch gerade da oben, Kopf ist ein bisschen für innen, aber ist wurscht. Das ist von der Idee her richtig. Und kommt von da hin. Die Kunst ist wirklich dieses mit dem inneren Bein Platz machen, biegen, drunter reiten. Das ist das Hauptthema, was wir immer wieder arbeiten. Wurscht, wo die Leute her sind, vollkommen egal wo. Aber es ist trotzdem, wenn du sowas machst zum Beispiel, weißt, wenn du da reingaloppierst, das Kriterium ist er so groß, so gerade, dass er nach einem Trabtritt richtig galoppieren würde. Und das heißt der Takt Galopp. Das heißt, die Vorbereitung ist richtig, du musst nur den Impuls zum Wechseln mit der Gerte noch mal ein bisschen mehr unterstützen. Okay. Aber die Idee ist da richtig. Die Idee ist da. Es fühlt sich einfacher an wie bei der Bacardi. Ja. Ja, Moment. Die, Ja, bitte. weil er ist, er hebt sich nicht raus, ne? Ja. Er bleibt mit dem Rücken oben. Deswegen kann er auch gerade sitzen bleiben. Und das kriege ich irgendwie Ja. bei meiner hochexplosiven Studie noch nicht ganz so hin. Weil ihr Rücken bleibt Schau nicht da oben. zum Beispiel, da bist du wieder mit dem Körper zu viel und mit dem Bein zu wenig. Ja, nicht wirklich. Von der Idee her hättest du es. Ja? Nur darfst vorne noch nicht rüberreiten. Du bist jetzt schon im Rechts rüberreiten. Ja? Du musst warten, bis das Hinterbein wirklich springt. Es ist alles da. Das musst nur abwarten. Zu früh. Mit dem Oberkörper zu früh. Genau. Schau, da bist du im Linksgalopp. Da ist die Vorbereitung, also schnurgerade. Und jetzt musst du warten, bis der Wechsel kommt. Ja, der ist wirklich gerade. Schnurgerade. Und da, das ist die Phase, wo es geradeaus muss, bis der Wechsel da ist. Und das musst, da machst du es jetzt aber so, dass du jetzt rübergehst, aber der ist noch nicht umgesprungen und deswegen verlierst du. Da bist du schon drüben,
aber der ist noch immer im Rechts-Links-Galopp. Das war von der Idee her, wäre das richtig. Mhm. Ja, der ist viel gerader und der trägt besser. Das ist, ich denke, das ist der Hauptunterschied zu Bacardi. Ja. Die Ich glaube, bei dem ist da jetzt ein Fehler passiert. die kann ich zwar gerade machen, aber im Moment des Wechsels Ja. trägt sie nicht mehr. Da kommt sie dann hoch und ich muss mal überlegen. Was da hier passiert, Ja, da reitest die Wendung und jetzt ziehst du mit dem rechten Zügel nach links rüber. mhm. Der Zug am Zügel verhindert wieder das Hinterbein mit dem Umspringen. Der rechte Zügel darf nie rüberziehen. Der darf maximal nach rechts führen, dann mit dem rechten Bein geradeaus am linken Zügel entlang reiten und dann Wechsel ausreiten. Mhm. Also mit dem rechten Bein gerade vorreiten, der rechte Zügel muss da rüberführen. Wenn du jetzt genau hinschaust, siehst du, da ziehst du mit dem Zügel dann richtig nach links rüber. Ja. Jetzt. Siehst du das? Ja, ich bin auch gar nicht nach rechts organisiert da. Also, Genau, der Konterwechsel, das kann nicht gehen, weil du verlierst alles da. Ja, du bist Linksgalopp und jetzt ziehst du schon rüber und hörst vorbei. Aber mit dem ist halt viel leichter arbeiten. ja. Als ich den ausgebildet habe, allein das Angaloppieren, ich meine, am Anfang war das ein bisschen ein Thema, weil er ein bisschen faul ist, aber der hat das so gut gelernt, es reicht wirklich nur ein bisschen reinsetzen, am inneren Hüftebein vortreiben und er ist gleich da im Galopp, ja. Bei der Bacardi ist das nicht so. Ja, Da kommen erstmal irgendwelche, was auch immer, Störungen rein. Er bleibt einfach. Ja, auch, ich meine, viele Wechsel, oftmals sind die Wechsel bei ihm halt über einen Trabtritt, aber er bleibt Ja. von sich aus mehr gerade. Ne? ja. Das Thema ist halt immer wieder, das zieht sich durch. Ja? Da sieht man es da kann man es schön betrachten bei dem. Wenn du da den Wechsel reiten möchtest, musst du warten. Jetzt machen wir ruhig. Und das nimmst du für die Bacardi genauso mit. Der tut sie leicht mit Sätzen, darum ist das so leicht. So. Wenn du da hernimmst, die scheiß siebte Position da. Ja. So. Rechtsgalopp. Jetzt muss das linke Bein am Gurt reiben. Ja? Und wenn du mit dem linken drüberen Bein, das was da drüben ist, das Pferd ums linke Bein biegen kann, hat das linke Hinterbein Platz nach vorne zu springen. Darum geht es hier. Und da machst du aber du jetzt immer noch, das wäre noch wichtig, und jetzt kommt aber das Rüberschmeißen. Und deswegen springt der nicht. Da musst du nur noch warten, nutz noch die Zeit, solange du es nicht noch hast, üb bei dem das Sitzenbleiben. Da zum Beispiel siehst du beim Angaloppieren, du galoppierst an, auch wiederum gleicher Fehler, ohne linkes Bein. Was meinst du auch? Und darum galoppiert der rechts jetzt an. Du musst links Druck machen, sitzen bleiben. Der ist rechts gestellt, rechts gebogen, galoppiert brav rechts ab. Erst wenn du mit dem linken Bein den Druck hast, galoppiert der links an. Und da hast du jetzt gesehen, was du jetzt gemacht hast, achte auf dein rechtes Bein. Linkes Bein gerade in.
Siehst du? Ja, rechtes Bein. Das ist vor, aber ohne irgendeine Einwirkung. Das heißt, nur nach vorne geht. Ja, Du musst mit neuen inneren Bein, mit dem Bein arbeiten. Siehst du das? Das heißt, nach vorne weggestreckt. Der ist immer noch links oben. Das müsste anliegen. Das ist muss praktisch nicht nur steif anliegen, im sondern Knie und weggeschoben. Das Bein muss ihn biegen. Ja, das ist aber nicht Bein dran. müsste hier Biegung erarbeiten. Der muss sich um das Bein mit dem Rippenbogen nach außen drücken, dann hat das Bein Zeit zum Umspringen. Und jetzt schauen wir zum Normaltempo. Pass mal, 1, 2, 3, der kann nicht mehr wechseln, das Bein ist schon weg. Verstehen Sie, was ich meine damit? Ja, sieht man hier ganz, ich denke schon, die Sache ist, wenn ich jetzt von links nach rechts, rechts ist die neue innere Seite. Das Bein ist nach vorne steif weggestreckt. Hier. Anstelle, am Gurt und von innen nach vorwärts treibend. Also biegend. Das heißt, was ich hier mache, biotechnisch ist, biomechanisch, ich drehe zwar die Hüfte, aber ich schiebe das Bein weg. Ja. Du hast den Oberkörper richtig gedreht, aber dein Bein hat das Pferd nicht gebogen. Genau. Und da ist der Fehler. Und das heißt eigentlich, dass es ein Balanceausgleich sein muss. Das Bein muss wieder unter die Hüfte, wo es nicht ist. Es ist vor der Hüfte. Genau. Ja, es muss also unter das Becken und nicht weg vom Becken. Selbst wenn ich oben schon drehe und auch den Oberkörper in die richtige Richtung ausgerichtet habe, das ist aber nur die halbe Miete. Wenn das Bein nicht folgt rechtzeitig in der Bewegung, wie hier, das ist direkt, jetzt müsste dieses Bein unter meinem Sitz sein. Ja, und das Hinterbein in der Bewegung muss der Wechsel da sein. Das heißt, wenn das Bein so weit nach vorne geht, das Bein muss arbeiten. Du kommst im Linksgalopp, gerade machen. Und wenn das linke Bein zurückgeht, muss hinten der Wechsel kommen und dann darfst du dich rechts drehen. Bei dir ist aber doch so, dass das rechte Bein jetzt vorne, im nächsten Moment hast den Oberkörper schon gedreht, jetzt gibst du ihm schon vorne die Richtung nach rechts, der ist immer noch im Linksgalopp. Jetzt ist er schon vorne rechts, immer noch im Linksgalopp. Und deswegen geht es jetzt auch nicht mehr. Mhm. Dann geht es nicht mehr. Weil der galoppiert einfach nur mehr geradeaus. Der Fehler ist eindeutig auf meiner Seite, dass ich mit meinem neuen inneren Bein tatsächlich nicht richtig, dass nicht ihn aus der Balance eigentlich, die Balance verhindere. Schau mal, bei dem Wechsel sieht man es jetzt auch nochmal schön. Rechts. Der ist noch immer rechts und du bist jetzt schon links. Ja. Alles gut rechts, passt noch. Jetzt wirst du schon gerade, der ist immer noch rechts. Und dann müsste das linke Bein biegen. Dass du rechts den Zug am Zügel spürst, dann das rechte Bein zurück und dann den Wechsel. Da bist du schon da und im nächsten bist du schon da herüben, der ist immer noch rechts. Da machst du über dem Pferd dieses Kipferl, aber das Pferd ist immer noch rechts oben. Und erst nach dem Drahttritt springt er rüber. Das ist verständlich, ja? Ja, ist verständlich. Ich überlege mir, ob es vielleicht tatsächlich einfacher wäre, Sporen zu benutzen, um die Rippe rüberzukriegen. Ja klar, dann kriegst du das Hinterbein vielleicht ein bisschen besser, mit schauen, wie er reagiert. Da muss ich mal schauen, weil ich Aber reite ohne Sporen eigentlich. grundsätzlich immer mit dem Bein vorbereiten, hinten
Angaloppieren durch den Körper vor. Dieses Angaloppieren hier, da galoppiert er super brav an und dann geht er nach vorne. Die Zeit muss er nehmen. Die Zeit nehmen. So wie da. Und jetzt müssen wir es halt links biegen. Wenn das Bein zurückgeht, mit Ruhe weiter. Und der Platz ist halt verdammt klar. Ja. Mhm. Und das ist auch, das ist genau das Gleiche. Da biegt er sich noch nicht links, deswegen galoppiert er rechts. Da sind die Sachen üben. Eine Übung, was du auf alle Fälle machen kannst, ist rechts angaloppieren, Schrittparade, links angaloppieren, Schrittparade, rechts angaloppieren, Schrittparade und das bis zum Abwinken. Bis du da wirklich das Gefühl kriegst, jetzt springt er links, jetzt springt er rechts. Das ist verständlich? Ja, ja, ja. Die, Das ist eben bei der Parkade genau das Gleiche. ja, die ist halt schneller, ne? Genau. Die ist halt schneller. Und bei der ist nicht nur schneller, sondern auch das Gleiche da mit dem Zügel. Beide Zügel dran am Maul. Viel runder einstellen. Alles gleichmäßiger geritten. Das wäre ganz wichtig, dass das Pferd da wirklich rund, ruhig, gleichmäßig geht. Und das ist bei dem zum Beispiel, da schaut man komplett nach rechts. Da geht der Wechsel nach links nicht. Die sollte gerade sein. Da gibst du jetzt die Hilfe vom Wechsel, da ist die immer noch Rechtsbogen. Das Gleiche, was wir beim Finger haben, da musst du mit dem linken drüber den Bein biegen, Rippen annähern und dann den Wechsel rauslassen. Da bist du schon Wechsel links, die ist noch rechts Bogen. Dann machst du es über einen Trabtritt nach rechts. Ja, es sind meistens Trabtritte mit ihr, ist meistens ein Trabtritt dazwischen. Hatte mir halt, es war nicht korrekt, aber ich hatte mir halt angewöhnt, wenn ich halt ein bisschen mehr mich verbiegt, da oben kommt der Trabtritt nicht, aber das tut ja eigentlich auch nichts zur Sache. Dann kriege ich zwar einen durchgesprungenen Wechsel, aber der schiebt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, und du hast wirklich auch nicht. So wie da zum Beispiel, da springt er zuerst vorne, dann hinten. Da springt es vorne, hinten ist noch ein Alpengalopp, dann ist jetzt mit dem rechten Hinterbein auch schon gleich wie das rechte Vorderbein müsste das rechte Hinterbein sein. Dann wäre der Wechsel durch. Sie springt vorn und jetzt springt es hinten noch. Das ist vorne ein Rechtsgalopp, hinten links und jetzt springt es hinten noch. Ja. Nochmal genau im gleichen Weg, du hast jetzt schon die Vorbereitung viel besser. Beide Zügel dran, gleichmäßiges, rundes Reiten. Bis das Pferd da wirklich gerade und bei der Parkade halt nochmal durchs Genick, bis die auch wirklich rund geht. Verzichten wir da nicht auf das durchs Genick, die ist nicht mehr durchs Genick. Das ist viel zu hoch. Ja, das stimmt. Das stört mich auch immer, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das in den Griff kriege. Ganz normal mit wirklich beide Züge am Maul. Du sitzt tief im Sattel, du hast beide Beine dran und die Ruhe ein bisschen. Du sitzt tief im Sattel, Beine dran, die Hinterbeine treten runter und dann begrenzt du mit beiden Zügen, so dass das Pferd sich abstoßen kann. Ja? Und dieses Abstoßen bedeutet im Endeffekt, das Pferd hat die Zeit, Hinterbein runter, die Beugekette ist aktiv, Dehnung an die Hand nach vorne. Dann ist die rund. Und da muss man wirklich die Zeit nehmen, einrahmen, hinten dran reiten, ausbalanciert. So passt ja, aber
Naja, sie zappelt mir halt manchmal immer vorweg, ne? Ja, Und das ist natürlich schon nervig, ne? Das ist halt ein bisschen anders wie beim Finder, aber es ist ein Flugpferd, das hilft nicht. es hilft Und nicht. trotzdem tief sitzen, Beine dran, Ruhe reinkriegen. Und du musst auf alle Fälle wieder mehr die Zeit nehmen. Das hast du beim letzten Mal besser gehabt. Du hast es mehr über den Rücken gehabt. Diesmal ist weniger über den Rücken. Du hast mal jetzt ein bisschen mit den Lektionen, hast mal ein bisschen übersehen, dass die Basisausbildung. Bleib in der Basis, reit das Pferd ausbalanciert. Ausbalanciert in Bewegungsrichtung, ausbalanciert seitlich. Fähig sein, wenn du am Zügel ein bisschen gegenhältst, dass die auf Nacht geht. Das wäre ganz wichtig. Ja, Hausaufgabe für die nächsten 2-3 Wochen für die Bacardi. Dann schönes Video, was du über das Angaloppieren hast. Mit der Bacardi rund, wirklich der Beginn, immer wenn du arbeitest, denk an ein korrektes, beide Zügel dran, du reitest Wade ran, vorm Schenkel ab, dann mit der Hand wieder gegenhalten. Geh wieder zurück in die Basis, das tiefer sitzen, beide Beine aktivieren, die Hinterhand, Pferd nicht mehr mit, fahren kann ich gehen. Und das Pferd ist rund. Das ist das Wunderbar. Und wenn du dann sagst, das Pferd ist rund, dann musst du dir vorstellen, rechts herum, rechte Wade ran, rechte Hüfte frei oder reitet vor. Und die Wade hat das Abfußen zur Folge, die Hüfte reitet die Schublänge. Und jetzt reitet mit inneren Bein, innerer Hüfte eine Dehnung an den Außenzügel. Und in dem Moment ist er die rund. Und ab und zu mal zickt, ab und zu mal ein bisschen stur wird. Das ist eine Stufe. Bleib am Reiten, bis das Pferd da wirklich ehrlich durch ist. Und dann reitet aus dem Trab rechts gebogen, in den Trab und Bein gebogen nach links. Und da beginnst wirklich kopfmäßig hinten zu reiten. Nicht vorne, sondern wirklich gerade bleiben. Dann, wenn du von der rechten Hand kommst, linke Wade am Gurt, bis du spürst, jetzt nähert sie die Rippen an. Wenn sie die Rippen annähert, dehnt er sie an den neuen äußeren Zügel und das ist der Moment, wo du außen dran bist und innen reinführen kannst. Und das machst du wieder an den Zirkel und dann gehst du wieder. Okay, linke Hand, jetzt gehe ich auf die rechte Hand, gerade sitzen, immer noch beide Zügel. Jetzt kommt rechte Wade am Gurt, rechts der Druck, Pferd nähert die Rippen an, fächert außen auf, dehnt sich an den linken Zügel und jetzt kann ich an den Außenzügel rein. Eigentlich klassisch Übung biegender Sitz. Genau. Und das ist jetzt wieder, und deswegen habe ich gerade gesagt, du hast mir ein bisschen die Basis verloren. Die Basis musst du wieder kriegen. Ja. Du hast die in die Lektionen verloren. Das heißt, wenn du in die Lektionen so reingehst, dass dann sagst, vertreten die oder dieses Innenzügel dran sein, angaloppiert. Das darf nicht sein. Das gibt's nicht. Beide Zügel dran, zurück wieder. Und das ist ja dieses, ich muss mir die Zeit lassen, bis das Pferd dieses Automatisierte versteht. Weil wir wissen, was richtig und falsch ist. Die wissen nur erlaubt oder nicht erlaubt. Ja, oder was Bequemes. Oder was einfacher ist, ja? Und jetzt ist halt unsere Aufgabe, dann so weit zu gehen, dass wir sagen, wir haben beide Zügel dran, wir haben beide Beine dran, wir haben das Pferd eingerannt und jetzt biege ich ins linke Bein, Dehnung rechts, jetzt biege ich ins rechte Bein, Dehnung links. Auch wichtig, wenn ich da drauf sitze, ich drehe meinen Oberkörper, nehme die Hände mit, soll die Schulter, der Kopf als Schulter in die Richtung gehen. Und jetzt muss fähig sein, mit dem inneren Bein gebogen gerade ausreiten zu können. Schulter herein. Wirklich Oberkörper drehen, Schulter kommt mit, aber innen reite ich gerade aus. Jetzt musst du wissen, wie gut es mit der Hüfte geht. Aber trotzdem ist das die Aufgabe. Also du kommst da nicht aus. Das musst du machen. Naja,
das geht mit der Hüfte schon. Ich drücke nicht so viel mehr, ne, wie früher, sondern ich reite das ein bisschen mehr über die Schulter. Also Brustbein zum Ohr. Ja. Früher habe ich gedrückt unten mit dem Bein. Heute Brustbein zum Ohr und die Hüfte leicht absenken. Und das reicht schon. Ich muss nicht mehr drücken. Das ist das feinere Reiten. Das lerne ich ja jetzt gerade, ne? Mit 65. Ne? Ja. Aber trotzdem ein bisschen an Druck brauchst, damit die Rippen angenähert sind. Ganz wirst du es nicht wegkriegen. Ja. Also die lässt dich ja recht sonst gar nicht runter, wenn die Rippen nicht angenähert sind. Und der Muskel wird nur annähern, wenn du einen leichten Druck ausübst. Wo du vollkommen am richtigen Weg bist, ist das feinere Reiten, weil es ja wirklich nur ein minimaler Druck ist. Das ist kein Quetschen. Ja, kein Aber Quetschen. es muss eine Reaktion da sein. Und eine Reaktion gibt es nur auf eine Aktion. Und da musst du mit Bein durch. Was bei der Bacardi interessant ist, also es ist ja die linke Hüfte, die nicht ganz so gut ist, ja. Und ist jetzt auch schon viel besser, weil durch meine ganze Art und Weise, wie ich trainiere, habe ich jetzt die linke Hüfte schon schneller wieder, dass sie wieder mehr mitkommt, ja, dass sie nicht hinten bleibt. Bei Bacardi ist das allerdings so, links rum, links gestellt, kein Thema. Legt sich meine schlechte Seite, also ist nicht schlechte Seite. Also, aber rechts rum, ich bringe das rechte Bein dran, was macht sie? Sie schiebt die Schulter vorne nach links raus. Jetzt mache ich also ihr eine Wand, ja, hier die Wand, und sie kann nicht mehr rausschieben, was wird sie? Sie wird zickig. Wenn sie... Das ist Ausbildung. Ja, in dem Moment, wo ich sie halt, das sieht man jetzt in den neueren Videos, die wir so gestern gemacht haben, sie wird, wenn ich sie konsequent da rechts halte und rechts die Tür leicht aufmache und links äußerer Zügel bleibt stehen, dann wird sie zickig und macht so. Ja? Und schiebt über die linke Schulter weg. Das ist, was sie da im Moment gerade macht. Und wenn sie dann da nicht weg darf, dann kommt der Kopf hoch und dann kriegt sie erstmal ihren kleinen Tob- und Wutanfall. Ja. Und dann, ich meine, irgendwie muss ich da jetzt mal durch. Das muss weg. Du musst für dich selbst einen Plan haben, der da noch bleibt. Du darfst da nicht wechseln im Sinne von einmal so, sondern wenn du sie einrahmst und du biegst sie und die will über die Schulter raus, treib mit äußerem Bein ein bisschen mit, lass außen die Hand dran, wirklich begrenzen, innen aufmachen, die Tür aufmachen. Aber außen ist diese Leitplanke, an die du entlang reitest. Das ist wirklich außen dran und da reitest du entlang. Und wenn du da so entlang reiten kannst und sie rennt aber gegen die Schulter und zickt, treib mit äußerem Bein so ein bisschen nach vorne, rechts mit. Also immer, wenn du mit dem rechten Bein innen nach vorne reitest, außen mitreiben, aber auch mit dem äußeren Bein, das führe mich reite, so leicht nach vorne innen. Gut, dann muss das linke Bein, das äußere Bein etwas schneller mit nach vorne kommen. Genau. Ja, das könnte natürlich ein Hüftproblem sein. Es kann sein, dass ich dafür noch links zu langsam bin. Das könnte das Thema sein. Man muss sich das genau angucken, weißt du? Das ist... Du musst es einfach machen. Ja. Machen, dann siehst du, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, vor allem ist es auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Weißt? Das muss ja auch ein bisschen das Pferd abstimmen. Da gibt es keine 115. Und bei dem einen ist das mehr, beim anderen was anderes. Was bei allen Pferden gleich ist dieses mit Bein einrahmen, auf der Linie rollen, aktivieren mit der Wade im Hinterbein, das ist Anatomie, mit Sitz das Mitschwingen und mit Zügel begrenzen oder erlauben. Das ist die Basis, die überall bleibt. Wie viel von welcher Hilfe, das ist jetzt wieder unterschiedlich. Aber ich glaube, ich hab verstanden, was das Problem ist, und das zeigt sich wahrscheinlich bei der Bacardi mehr, wie zum Beispiel beim Finn.
wenn die Hüfte links zu langsam, also wenn ich in der Rechtswendung bin und die linke äußere Hüfte ist zu langsam, bei einem Pferd, was langsam und getragen geht, wie der Finn, selbst wie mein kleiner Hengst, ja, ist es kein Problem. Aber wenn du so ein Ferrari wie die da hast und du bist links zu langsam und kommst nicht schnell genug mit der äußeren Hüfte mit, dann kommt diese Verzwirrung. Ja, weil sie fällt nämlich dann genau in dieses Loch rein. Ja, Tür ist offen, Wand ist auch da, aber der untere Teil, sprich linke Hüfte vor linkes äußeres Bein, sind zu langsam. Das heißt, die linke Hüfte ist zu langsam, wenn ihr Bein schon nach vorne kommt, dadurch schiebt sie dann mit dem Gewicht da raus, weil sie ja nun mal mehr so ist wie so. Ja, die ist ja nicht getragen, die ist ja mehr wie ein Gummiball, ne? Ja. Und da sie ja, und beim Finn kommt das nicht so zum Tragen und ich übe jetzt gerade ja auch wieder mit meinem alten Waterloo, der 24-Jährigen, ja, um gerade dieses Problem mit der Hüfte besser in den Griff, die machen das Problem auch nicht, weil sie sind langsam in der Bewegung und sie tragen, aber sie nicht. Ja. Deswegen muss ich einfach mit der linken Hüfte noch ein bisschen schneller mit nach vorne kommen. Und das ist, sonst bleibt das Bein hinten, mein Bein hinten. Und dann mache ich ihr die Tür auf, dass sie mit der linken Schulter rausrennen kann. Das ist genau das Thema. Dann ist das Problem. Ja, im Moment mache ich mit ihr viel Schenkelweichen im Trab und im Galopp. Immer wieder Schenkelweichen zur Mittellinie gerade bleiben. Manchmal springt sie um, manchmal nicht, aber das ist jetzt im Moment für mich nicht das Thema, ob sie jetzt umspringt oder nicht, sondern mir geht es jetzt gerade mehr nicht so um den Wechsel, als wie Schenkelweichen, Mittellinie gerade bleiben. Dass ich sie mehr dazwischen behalte. Und dann, wenn sie den Wechsel halt anbietet, natürlich, dann reite ich den mit. Also ich werde ja den nicht jetzt verbieten deswegen. Aber da merkst du schon, das ist im Moment das Thema. Auch mache ich im Moment, ja, Wolte aus der Wolte angaloppieren, wie beim jungen Pferd. Ja, aber das ist die Arbeit, das ist wurscht, das ist wie mit einem Jungen. Ja. Im Endeffekt geht es genau darum. Na? Ja? Und Du kannst nicht raus, du musst es wirklich mit aller Ruhe ständig wieder von vorne beginnen, bis die Pferde das wirklich akzeptieren. ja, das ist richtig. Und also das ist auch eine das ist im Moment gerade die Hausaufgabe. Wir werden uns in 2-3 Wochen wieder sehen und dann wirst du mal sehen, wie viel gerade richtende Arbeit ich da jetzt schon geleistet habe. Ja, aber da musst du halt wirklich drauf konzentrieren. Gell? Ja. Wirklich mit geraden Hals, ganz gerade Seiten. Ganz gerade, okay. ja. Wann möchtest du denn? Ich bin nämlich jetzt im Juni. Das ist ein Dritter. Ihr habt Turniersaison. Ja, genau. Und ich bin im Urlaub, bin jetzt auch einmal eine Woche. Wo geht's denn hin? Bis 20. Nur Kroatien runter. Da haben wir so ein Hotel, da kann man Hund mitnehmen. Kroatien ist schön. Ist auch nicht weit von euch, also von Österreich. Nein, das haben wir ja gleich. Und das ist wirklich ein schönes Hotel. Das ist schön. Ja, sag mir 2-3 Wochen, was hast du? Ja, das früheste wäre der erste. Der erste. Ich habe da am 24. habe einen Gerichtstermin. Das ist bei mir so eng als Urlaub, dann habe ich Gerichtstermin. Der erste wäre dann das nächste, wenn das geht bei dir. Naja, dann nimm mal halt den 1. Juli. Das gibt eine 4 Wochen zu üben. Ja, bitte dann, ob es 15 oder 16 Uhr ist. 16 Uhr passt mir besser. Bitte? 16 Uhr passt mir besser. 16 Uhr, dann macht man 16. Weil das ist bei mir 10, dann habe ich schon mal die Pferde alle draußen und muss mich nicht so eilen. Passt. Ja. Dann ist das fix. Und im Moment habe ich gar nicht so viel zu reiten, nur 4 Stück. Nur 4, Wolfgang, nur 4 im Moment. Das reicht mit deiner Hüften. Ah, ich sag dir mal, Das reichen. weißt du, was ich für ein Spektrum habe? Ich habe einen Friesen. Mit dem Friesen lerne ich gerade das Angaloppieren, ja?
Wie geht's dann nach dem Friesenreiten mit der Hüfte? Eigentlich, naja, die ersten 5 Minuten muss ich erstmal wieder die Teile zusammendrücken, aber danach geht's gut. Ich sag mal so, geht gut beim Reiten. Der Friese sitzt sich fantastisch beim Reiten. Aber durch die Breite, wenn ich dann absteige, ja, und die Beine wieder zusammentue, das tut erstmal sau weh, sage ich ganz im Ernst. Dann halte ich mich also da mal an dem Widerrist fest, hol 2-3 Luft, schrei nach meiner Krücke und dann humpel ich so die ersten 5 bis 10 Meter vom Platz. Jetzt, ich habe mir vorgenommen, ich will mit den Friesen jetzt eine A-Kür reiten. A-Kür? Ja, wir haben auch Kür für die Klasse A. Okay. Ich habe mir also vorgenommen, ich bringe den Friesen jetzt das Galoppieren bei, ja. Das ist ein bisschen anders wie bei den anderen Pferden. Normalerweise braucht die einen One-Way, um anzugaloppieren, aber für die A-Dressur muss sie leider aus der Ecke angaloppieren. Okay. Und was ich habe mir das jetzt mal den Spaß will ich mir jetzt machen, in den nächsten 3 bis 4 Monaten will ich die in eine A-Kür reiten. Ich habe ja ewig schon keine Turnier mehr geritten, weil ich will auch, dass sie ein bisschen vergessen, dass ich ein goldenes Reitabzeichen habe und so, weißt du. Ich will vergessen sein, dass man da nicht mehr so da drauf guckt. Und mit der Bacardi möchte ich gerne eine M-Kür reiten. Aber da muss man ein bisschen hintrainieren, gell? Ja, da müssen wir auch ein bisschen hintrainieren. Und mit der... schon ordentlich. Da muss da durchs Genick gehen. So geht das im Moment nicht, das ist klar. Machst du deinen Namen kaputt. Richtig. Ja? Nee, dann lasse ich es lieber da. Aber ich meine, dass man mich im Training-Level sieht, das ist ja bei uns das erste Level, das wird man mit Sicherheit nicht erwarten. Aber ich sag dir mal was zu der Friesenstute. Ich kann jetzt leider nicht mehr so lange, ich muss schon wieder raus. Ich habe mir eine Blase am linken Finger geritten. Das hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ja. Vom Angaloppieren. Handschuhe anziehen. Ja, Handschuhe. Ja, da habe ich aber nicht die Hände so gut am Handy. Ja, genau. Also, für die... Zum ersten schönes Üben und sei streng und korrekt, auch mit dir selber. Ja, jawohl. Passt. Passt. Das ist jetzt, ja. Tschüss. Tschüss.